I do invite you all to receive the periods when nobody is saying anything. Ich lade euch auch an, diese Momente oder diese Zeiten, die wir haben miteinander, wo keiner spricht, wirklich anzunehmen. In just the same way that I invite you to experience them when we're in a real circle together in a workshop. Und zwar auf genau die gleiche Art und Weise, wie ich euch dazu einlade, die anzunehmen, wenn wir in einem echten Kreis miteinander sind, in einem Workshop. And that is not to regard it as waiting time until somebody says something. Und zwar das Ganze so anzusehen, als ob das eine Wartezeit wäre, bis dann irgendwann jemand spricht. But to allow yourself to really tune in with the fact that here we are, all 60 of us together. Sondern euch da wirklich einzustimmen auf die Tatsache, dass wir hier alle, wir 60 Leute hier zusammen sind. And that where we meet, in any case, is really beyond words, before words, in the spaces between words. Und dass der Ort, wo wir uns treffen, ist eigentlich der Raum, der über die Worte hinausgeht, der zwischen den Worten liegt. And to receive this also as a gift for your life. Und das auch, ja, wie ein Geschenk für euer Leben zu empfangen. That our presence and our connection with each other is not word dependent. Dass unsere Gegenwart, unsere Präsenz in unserem Miteinandersein ist nicht abhängig von Worten. Our real connection with ourselves and with each other comes from a space that is far deeper. Weil echte Begegnung miteinander kommt aus einem Ort, der viel tiefer liegt. Beautiful that we have the opportunity to use words the way I'm using them now in talking to you. Und natürlich ist das toll, dass wir Worte benutzen können, so wie ich das eben jetzt gerade mache mit euch. You know, for me, the two greatest discoveries that humanity has made Für mich sind einer von den zwei größten Entdeckungen der Menschheit. and I do regard them as discoveries and not as inventions, Und ich betrachte die wirklich als Entdeckungen und nicht als Erfindungen. are language and music. Sind Sprache und Musik. And I wouldn't say which one I value more than the other. Und ich möchte nicht sagen, welche ich davon mehr wertschätze als die andere. I regard them as both as amazing, precious gifts of being human. Ich sehe die wirklich als fantastische, kostbare Geschenke des Menschseins. And to, as I said, not be dependent on one or the other, Und darin auch nicht abhängig zu sein von dem einen oder dem anderen. but to be able to tune in with the mystery that is to be found in the spaces in between the words and in the silence between the music. Sondern nicht einzustimmen auf dieses Mysterium, dieses Geheimnis, das liegt zwischen den Worten oder in der Musik, in der Stille darin. And to give yourself this opportunity. This is why this breathing practice is so precious. Und euch selber die Gelegenheit zu geben, das zu üben. Deswegen ist eben diese Atemübung so wichtig. You don't need to label anything within yourself. Weil ihr da kein Label an irgendwas geben müsst, was in euch vorgeht. You have in fact a much more intimate connection with it if you don't label it. Sondern es ist tatsächlich so, dass ihr eine viel intimere Verbindung damit habt, wenn ihr eben das nicht beschreibt mit irgendwas. And words, they're a two-edged experience, two-sided experience. Und mit Worten ist das so eine Sache, dass das eben zwei Seiten hat. Because on the one hand, there's such a beautiful way for us to reach and touch each other. Auf der einen Seite ist es so, dass es eine wunderbare Art ist, uns einander zu erreichen und uns zu berühren. And you know, you may have noticed that when you get really busy with words and you make your life be based on words. Und ihr habt vielleicht mal festgestellt, dass wenn ihr sehr beschäftigt seid mit Worten, dass wenn euer Leben auf Worten beruht, What happens is you tend to become fixed in your verbal concepts. was so ein bisschen passiert ist, dass ihr hängen bleibt in diesen verbalen Konzepten, die ihr entwickelt. And that's the other side of language. Und das ist eben die Kehrseite der Sprache. That on the one side it enables us to touch and communicate with each other. Auf der einen Seite ermöglicht sie uns, dass wir miteinander kommunizieren können, uns gegenseitig berühren können. And on the other hand, it has this unfortunate way of
fixing things. Auf der anderen Seite hat es diese, unglückliche Art, Dinge festzulegen. Those of you who've been in workshops with me where you've been into deep experiences. Und diejenigen von euch, die eben auch in Workshops mit mir gewesen sind und da sehr tiefe Erfahrungen gehabt haben. You're familiar with me constantly, always asking you at the end of the experience. Ihr seid da sehr vertraut mit dieser Frage am Ende einer Erfahrung. To not immediately start talking about it and processing it. Also ich bitte euch im Prinzip immer darum, dass ihr nicht sofort anfangt, nach dieser Erfahrung darüber zu reden. But to give your deep experiences time to flow in you, to be liquid in you. Sondern ich bitte euch darum, dass ihr diese tiefe Erfahrung, dass ihr denen erlaubt, in euch einfach weiter zu fließen. Before you fix them with words and put them into compartments. Bevor ihr versucht, die mit Worten festzuhalten, diese Erfahrungen in irgendwelche Schubladen zu stecken. And you may have noticed that once you do fix things in words, und ihr habt vielleicht auch mal festgestellt, dass wenn ihr das macht, ihr dieses Festlegen in Worten, your memory of them is of a fixed experience. Dann ist deine Erinnerung daran eine festgelegte. And you may well be missing the essence of it. You have to go deeper than what you've put into words to really remember it. Und dann verpasst du vielleicht die Essenz dieser Erfahrung, weil du viel tiefer da reingehen musst als nur die Wortebene, wenn du Zugang zu dieser Erfahrung hast. You know, this word remember, I don't know if it's the same in German. Also dieses Wort erinnern, ich weiß nicht, also remember im Englischen, ich weiß nicht, ob es im Deutschen funktioniert. But remember, in English it means putting it together again. Also auf Englisch bedeutet es eben, es wieder zusammenlegen. And to put it together again is to really take yourself into all the colors of the experience that you are remembering. Und das zusammenzulegen bedeutet eben, dich da auf all die Farben dieser Erfahrung wieder einzulassen. Which is always going to be more than the words in which you fixed it. Und das wird immer mehr sein als die Worte, mit denen du das festgehalten hast. This podcast is of Alan Lowen talking in one of his Art of Being workshops. You will find full information about the Art of Being at artofbeing.com. Dieser Podcast ist von Alan Lowen. Er spricht in einem seiner Art of Being Workshops. Mehr Informationen findest du auf artofbeing.ch.